Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute findet keine gewöhnliche Geisterjagd statt, wie ihr es sonst auf meinem Kanal gewohnt seid, denn heute beschäftigen wir uns mit dem Roten Buch-Ritual. Ich werde dazu gleich einmal die Regeln vorlesen und wir machen das Ganze nicht hier im gemütlichen Wohnzimmer, denn wir gehen dazu in den Wald und suchen uns dort eine Hütte, wo wir das Ritual praktizieren. Das Rote Buch-Ritual ist ein Ritual, welches ausgeführt wird, um mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten. Dieses Ritual hat seinen Ursprung in Spanien und wurde vor allem im Mittelalter praktiziert. Man sollte jedoch aufpassen, denn dies ist kein Spiel. Nur wer es mit vollem Herzen möchte, sollte sich darauf einlassen. Die ersten Schritte. Erstens, das rote Buch. Es muss ein gebundenes Hardcover-Buch mit einem roten Cover sein. Es darf keine Illustrationen, Zeichnungen oder Ähnliches enthalten. Zweitens, rote Kerzen. Es sollte mindestens eine rote Kerze angezündet werden. Je mehr rote Kerzen brennen, desto intensiver wird das Ritual. Der richtige Zeitpunkt. Am besten führt man das Ritual abends oder nachts durch, wenn man sich besser konzentrieren kann. Nun kommen wir zum Ablauf. Es sollte an einem ruhigen Ort stattfinden, an dem sich die Teilnehmer nun in einem Kreis setzen. Die Kerzen werden angezündet und man atmet tief durch, um zu entspannen. Jeder Teilnehmer legt seine Hand auf das Buch und fragt: Rotes Buch, darf ich dem Ritual beitreten? Der Teilnehmer schließt im Anschluss die Augen, schlägt das Buch auf eine ihm intuitiv gewählte Seite auf und zeigt mit dem Finger auf eine Stelle im Buch, welches nun die Antwort offenbart. Wenn das Buch Ja sagt oder man eine positive Antwort bekommt, können weitere Fragen gestellt werden. Bei einem Nein oder einer negativen Antwort ist es wichtig, die Anfrage zu wiederholen oder das Ritual abzubrechen. Die Fragen. Die Fragen sollten klar und direkt formuliert werden. Man sollte darauf achten, nur den Satz zu lesen, der denjenigen betrifft. Die Antworten können manchmal auch interpretiert werden müssen. Das Ritual beenden. Auch beim Austritt fragt man: Rotes Buch, darf ich das Ritual verlassen? Bis man eine positive Antwort erhält, bleibt das Tor zur Anderswelt offen. Das Rote Buch ist eine sichere Methode, um mit der geistlichen Welt Kontakt aufzunehmen. Das Buch dient als Puffer und schützt die Ausführenden vor Anhaftungen. Man sollte sich allerdings strikt an die Regeln halten. Respekt und Höflichkeit ist bei diesem Ritual das A und O. Ansonsten kann dies auch anders ausgehen. Hiermit entlasse ich euch zu dem Ritual. Viel Spaß! Okay, ich guck mal, ob das hier so klappt, wie ich mir das gedacht habe mit der Bank. Ja, wir haben hier auch richtig schöne Zuschauer. Also. Ja. Übrigens, falls ihr euch wundert, was das für ein Räucherstäbchen ist, wir haben Drachenblut angezündet. Ich denke, das ist ganz gut. Wir haben da auch noch so ein bisschen Salz verstreut, weil man sagt ja auch, dass man beim Roten Buch-Ritual eventuell mit negativen Präsenzen zu tun hat. Und dagegen wollen wir uns natürlich schützen. Wir stellen natürlich die Fragen an die gesamte geistige Welt. Und ich denke, Vorsicht und Respekt ist auf jeden Fall geboten.
So, ich werde jetzt auch schon einmal das K2 hier einschalten. Unsere Handys sind im Flugmodus, das versteht sich ja eigentlich von selbst. Einfach nur, um mal zu gucken, ob man nicht doch noch das sehen kann. So, hier haben wir auch ein Ballonlicht. Ich finde die Atmosphäre schon sehr gruselig. Gruselig? Ja, du nicht? Ich finde, das ist meine Lieblingsatmosphäre. Ja gut, ich brauche mich auch gar nicht fragen. Okay, ich beginne, ja? Ja. Okay. Sollen wir uns irgendwie nochmal, stellt man sich da vor? Nee, ne? Nee. Also nicht, dass Okay. ich wüsste. Also wir müssen jetzt ja nach Eintritt fragen, Beitritt fragen. Genau. Rotes Buch, darf ich das Ritual betreten? Aber es wäre eine saubere Sache. Oh, und das Lämpchen ist angegangen. Ich würde das jetzt als ein Ja interpretieren, tatsächlich. Ich auch. Eine saubere Sache heißt ja, das ist gut. Ja, dann bin ich schon mal drin. Willkommen im Ritual. Rotes Buch, darf ich dem Ritual beitreten? So etwas passiert gelegentlich schon einmal. Das würde ich jetzt auch als einen Eintritt deuten. Würde ich auch tatsächlich. Okay. Ja, wir sind drin. Dann fühle ich mich. Dankeschön, Willkommen. dass das so schnell geklappt hat. Also, okay. Ich mache das Lämpchen einmal hier wieder. Ich muss mal eben eine Frage ablesen. Ich finde das jetzt schon voll cool. Ja, ne? Das ist mal was Neues. Na. Das ist tatsächlich angegangen, als du deine Augen verschlossen hast. Echt? Ja. Oh, crazy. Nur ich wollte dich nicht unterbrechen. Wollen wir das Licht nicht doch ein bisschen dunkler noch machen? Können wir auch noch ein bisschen dunkler machen. Ja, das wäre cooler, glaube ich. Also mach ruhig auf. Ganz dunkel. Ja, so. Rotes Buch, gibt es Gott? Eine innerliche Starre. Ich kann auch den ganzen Satz lesen. Eine innerliche Starre überkam das kleine Mädchen. Ich weiß es nicht, wie ich das jetzt deuten soll. Tatsächlich würde ich das als ein Ja, es gibt einen Gott deuten. Weißt du warum? Wegen dem Tod, Starre. Das kleine Mädchen auch, weil es ja starr ist, vielleicht weil es so überrascht ist darüber, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Das Und kann starr sein. ist vor Verwunderung so. Das kann sein. Okay. Rotes Buch, gibt es einen Teufel? Hatten. Das Wort ist hatten. Der ganze Satz wäre, und da führte sie Akinis großer Bruder Shuya auch hin und sie hatten Glück. Weißt du, was gerade passiert ist? Nein. Das K2 ist in dem Moment ausgeschlagen, wo du gefragt hast. Und ich würde die Antwort auch als ein Ja deuten. Ja, weil wenn sie da hingeführt worden sind und Glück hatten, dann heißt das, sie haben das Teufelsreich betreten, aber sind heile davongekommen. Genau. Würde ich so deuten. Würde ich auch so deuten. Rotes Buch. Gibt es Dämonen? Oh, jetzt habe ich zwischen zwei Sätzen. Das, also ich habe meinen Finger auf das Wort das. Ich mache mal den Satz. Das Dorf sagte Kendra nichts und wirklich darüber wunderte sich auch nicht. Würde ich als ein Ja interpretieren. Wenn man sich darüber nicht wundert. Ja.
Okay. Rotes Buch, rotes Buch. Gibt es eine Hölle? Okay, mein Finger steht zwischen unternehmen würde. Der Satz ist, egal, was er jetzt auch unternehmen würde, jede Hilfe würde für ihn zu spät kommen. Okay, das deute ich ganz deutlich als Ja. Definitiv. Wenn jede Hilfe zu spät kommt, dann gibt es eine Hölle. Ja. Das ist lustig, dass das K2 immer ausschlägt. Nur bei mir? Bei den Fragen, die du über die Hölle und so stellst, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, hier turnt gerade irgendwie ein Tier rum. Hab da gerade was gehört. Rotes Buch, rotes Buch. Gibt es den Himmel? Genau dieser Moran schenkte ihr Perlen, aus denen sie sich eine Perlenkette machen sollte. Würde ich auch als ein Ja interpretieren. Man fühlt sich hier schon umzingelt. Okay. Rotes Buch, rotes Buch. Gibt es Engel? Chefredaktion ist das Wort. Ich kündigte der Chefredaktion die Bielefeld-Verschwörung an. Okay, das heißt ja. aber es gibt keine Engel. Ich würde das so sehen, dass... Also ich würde das als ein Ja interpretieren. Wenn man eine Verschwörung ankündigt, dann ist es ja eher so, als wenn man an etwas nicht glaubt. Oder das soll uns sagen, nur wenn man an Engel glaubt. Du musst das interpretieren. Die Antwort ist für dich. So würde ich es interpretieren. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und das K2 schlägt hier schon richtig aus. Jetzt habe ich eine besondere Frage. Okay, bin gespannt. Rotes Buch, rotes Buch. Leben wir in einer Matrix? Nach einem kurzen Gemurmel schickte der Ältestenrat einen jungen Mann auf seinen Dromedar los. Weiter lese ich den Satz jetzt nicht. Das wirkt so ein bisschen verärgert darüber, über diese Frage. Kann das sein? Ja, schon. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt interpretieren soll. Kurzes Gemurmel. Schickt er ihn los? Wie würdest du das deuten? Schwer. Wüsste ich jetzt auch nicht tatsächlich. Ja, ne? Okay. Nehme ich jetzt mal so an, einfach. Rotes Buch, rotes Buch. Sind wir Menschen unendlich? Ziemlich Oha. ist das Wort und der Satz ist, mittlerweile sieht er aus, als müsse er eine ziemlich schwierige Aufgabe lösen. Also eigentlich ist es ja beim Brotenbuchritual so, wenn ein Wort schon die Antwort... Dann ist es definitiv ziemlich. Ja. Und das K2. Guck mal. Ja. Krass. Hä? Nein. Okay, wirklich. Ja. Rotes Buch, rotes Buch. Wohin geht man, wenn man tot ist?
Tür getroffen. Eine Tür. Das ist, ja, man sagt ja immer die Himmelspforte, ne? Ja. Oder die Himmelspforte. Ja. Rotes Buch, rotes Buch. Ist der Lebensverlauf eines jeden Menschen vorbestimmt? Okay, da muss ich den Satz, glaube ich, vorlesen, weil es steht auf in. Auch Herr Dom und Herr Teichmann blieben in dem Raum zurück. Boah, das ist schwer. Ja, das müsstest du jetzt deuten. Ist das Leben vorbestimmt? Blieben in dem Raum zurück, die beiden. Ja. Boah. Blieben in dem Raum zurück. Ist das Leben vorbestimmt? Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Es könnte aber was mit Reinkarnation zu tun haben. So stelle ich mir das Ganze Blieben vor. in dem Raum zurück. Das heißt, wenn das Leben vorbestimmt ist, dann hast du es vielleicht in einer anderen Art schon mal durchlebt. Und das tust du immer wieder, aber immer wieder in einer anderen Gestalt. Und deswegen bleibst du vielleicht zurück. Würde ich jetzt so interpretieren. Also sonst ist es sehr schwer. Das Ballonlicht ist übrigens angegangen gerade bei der Frage. Also als du das Buch aufgeklappt hast. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber Nee. ich sehe ja auch nichts dann. Nee, man muss ja mit Augen zu. Okay. Rotes Buch, rotes Buch. Hat man sich sein Leben ausgesucht? Der bessere Weg. Also für dich, vielleicht wäre die Scheidung der bessere Weg. Aber ich würde das jetzt nur als der bessere Weg. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist ein Ja. Denke ich auch. Ja. Rotes Buch, rotes Buch. Hat jeder von uns einen Schutzengel? Gemeinsames. Ja. Okay, das würde ich als Wort stehen lassen. Ja. Würde ich tatsächlich als Ja. Gemeinsames. Also heißt, alle Menschen haben gemeinsam wahrscheinlich Schutzengel. Das kann auch sein. Ich hätte das jetzt so gemeinsames Leben interpretiert. Der Schutzengel, der lebt mit dir gemeinsam. Vielleicht Das so, aber kann vielleicht, auch sein, ja. vielleicht eher das, was du denkst. Hm. Jetzt wird es sehr interessant, denke ich mal. Rotes Buch, rotes Buch. Mit was kommuniziert man wirklich bei einer Geisterjagd? Ist es nur Restenergie? Gar unter die Beine des Viehs kam. Das Ballonlicht ist angegangen. Gar unter die Beine des... Viehs. Was ist ein Viehs? Ein Vieh. Ach, Vieh. Gar unter die Beine des Viehs kam. Boah. Wie war die Frage nochmal? Mit was man bei einer Geisterjagd wirklich kommuniziert, ob das nur Restenergie ist. Unter die Beine eines Viehs. Die Beine eines Tieres. Nee, das ist ganz klar. Unter den Beinen eines Viehs ist der Erdboden. Und im Erdboden sind verstorbene Überreste. Das heißt, es könnte heißen, im Umkehrschluss übersetzt, dass es wirklich Seelen sind, mit denen man kommuniziert von Verstorbenen. Ich finde es schwierig. Es ist schwierig, ja. Aber das
würde ich jetzt interpretieren, aber Unter die Beine eines Viehs. Ja, mit dem Tod. Also ich würde es jetzt als den Tod assoziieren. Man kommuniziert mit dem Tod. Tod kann es auch sein. Ja, Ja. natürlich, wenn das Vieh Ja. einen Tod trampelt. Nee, unter die Beine eines... Keine Ahnung, ich würde das einfach sehen, man kommuniziert bei einer Geisterjagd mit dem Tod. So würde ich jetzt die Antwort interpretieren. Rotes Buch. Sind Geister an Orte oder Gegenstände gebunden? Nicht. Nicht? Nicht ist das Wort über meinem Finger. Dann würde ich das als Nein interpretieren. Ja, definitiv. Krass. Das heißt, Okay. Geister sind nicht an Orte oder Gegenstände gebunden. Das heißt, sie können sich frei bewegen. Ja. Das ist interessant. Aber wie ist das dann mit den Haunted Dolls? Ich meine, die sind dann ja schon wahrscheinlich freiwillig. Ja, Freiwillig ja, wahrscheinlich, genau. ja. Genau. Sich das aussuchen. Okay. Aber das würde erklären, warum manchmal zum Beispiel deine Dolls nicht aktiv sind, weil sie vielleicht dann doch mal weg sind. Ich merke, dass sie öfter mal weg sind. Weißt du noch, letztens gewandert und dann ist beim Nachbar der Fernseher nachts angegangen. Das war ja auch... Der geht übrigens bei uns immer wieder jetzt nachts an. Ich glaube, Theresa will Fernsehen gucken aktuell wieder. Also bis jetzt sehr, sehr interessant. Ja, finde ich auch. Ich finde auch schön, was für einen liebevollen Kontakt wir da gerade haben. Also das ist wirklich Wenn sehr, wir sehr lieb. genauso schnell rausgelassen werden aus dem Ritual am Ende, Ja, dann das müssen wir noch gucken. ja. Oh, das wird auch gut. Rotes Buch. Können Geister tatsächlich Gegenstände bewegen? Im Außendienst tätig. Hauptsächlich im Außendienst tätig. Dann können sie auch Gegenstände bewegen eventuell. Würde ich jetzt auch als ein Ja sehen. Rotes Buch. Werden Geister von einer höheren Macht kontrolliert? Ja. Das rote Buch ist die Antwort. Das ist jetzt schwierig. Warte, das ist eigentlich eine gute Antwort. Weißt du warum? Weil das Rote Buch dient als Kommunikationsquelle. Und, oder? War ich doch, gerade auf dem falschen doch. Weg? Aber Und werden deswegen nicht- Seelen also Geister von einer höheren Macht kontrolliert? Eigentlich ja schon, weil das rote Buchritual ist ja auch eine höhere Macht so gesehen, wenn es einen ermöglicht, damit leichter zu kommunizieren. Aber wir kontrollieren die Geister ja nicht, die Geisteswelt. Wir kommunizieren über das Rote Buch mit der Geisterwelt. Das ist nur ein Ja. Portal. Ich war eben auf dem falschen Dampfer. Also ich würde jetzt vielleicht sagen, dass das eine offene Antwort ist. Also das ist kein Ja und kein Nein. Würde ich jetzt auch so sagen. Rotes Buch. Gibt es Wächter der Portale? Zurück. Dann gibt es die. Ja, würde ich auch. Weil nur jemand, der etwas bewacht oder der einem Einlass gewährt, kann sagen, du Zurück. nicht zurück. Genau, ja. Rotes Buch. Ist ein Friedhof ein positiv geschützter Ort für die geistliche Welt? Schon. Ja, ich glaube, Ja. das brauchen wir gar nicht deuten. Das passt so in meiner bildlichen Vorstellung, wenn ich einen Friedhof immer betrete, überein. Also wirklich cool. Genau so eine Antwort hätte ich auch erwartet. Oh, jetzt kommt's.
Rotes Buch, rotes Buch. Inwieweit kann ein geistliches Wesen einem Menschen Schaden zufügen? Kleine Mädchen, übermannt von der Trauer und des Verlusts. Oh, weißt du, was das heißt? Bis zum Tod. Also, die können einem schaden, bis man stirbt. Also, so würde ich das interpretieren. Okay. Und das K2 schlägt hier auch aus. Wow. Oh, jetzt kommt eine persönliche Frage von mir. Okay, das ist eine Frage, die mich wirklich interessiert. Let's go. Rotes Buch, rotes Buch. Wurde ich persönlich schon einmal krank von einer dämonischen Präsenz? Zwischen. Lies mal weiter. Ich lese mal das Licht geht auch an. Ich lese mal den halben Satz. Ich lese den ganzen. Sie verfluchter Mistkerl. Stieß er zwischen seinen zusammengebissenen Zähnen hervor. Oh. Und weißt du, was mir jetzt mal Real Talk Story? Ich habe doch das eine Mal so krasse Zahnschmerzen aus dem Nichts herausbekommen. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Boah, jetzt krieg ich Gänsehaut. Es Das geht- heißt, und das beantwortet auch deine Frage, die du eben hattest, was auch mit Ja bestätigt worden ist. Genau. Das heißt, Inwieweit? Schutz ist also sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ja, Schutz sollte auch nicht optional sein bei einer Geisterjagd. Wir sind kein gutes Vorbild. Ja. Wirklich nicht. Vielleicht sollten wir da mehr drauf achten in Zukunft. Ja, ich habe hier extra auch Salz. Ja, dann stellen wir doch mal die gleiche Frage, wa? Rotes Buch, rotes Buch. Wurde ich schon einmal krank von einer dämonischen Präsenz? Erahnen ließ. Schlimmes erahnen ließ. Ich wusste es. Weißt du, das mit den Windpocken, das war, ich glaube nicht, dass das so, weil es war so eine winzige Prozentanzahl, dass ich das bekomme. Das war schon sehr Aber komisch. man konnte es erahnen. Ja. Aufgrund von deinen Symptomen, die du da schon hattest. Nein, aber das zählt ja nicht zu der Frage. Ich kann es erahnen, dass ich schon mal krank wurde von etwas anderem. Definitiv. Das ist beängstigend. Oh, ja, das ist auf jeden Fall. Uiuiui. Was passiert? Das K2 geht richtig. Ich habe jetzt nicht gefilmt gerade. Ist nicht schlimm. Okay, machen wir mal weiter. Das wird hier gruselig. Ich meine, Drachenblut ist auch für Schutz, ne? Ja. Aber das geht gleich aus. Vielleicht sollten wir ein neues dann anfangen. Ja, hätte ich jetzt gemacht dann. Rotes Buch, habe ich die Gabe, enge Kontakte zur geistlichen Welt herzustellen. Wirklich? Ja. Okay. Das reicht mir als Antwort. Ja. Oh. Diese Frage beschäftigt mich schon lange. Rotes Buch, habe ich eine Hexe in meiner Ahnenlinie? Sich dabei den Arm an den Busch. Zerkratzte sich dabei den Arm an den Busch, der ihr kurz davor noch als Versteck diente. Klingt schon ein bisschen hexenmäßig. Vor allen Dingen, weil man ja auch so Magiebücher meist in Verstecken gehalten hat früher, ne?
So Ja. unter den Dielenböden und so. Und auch allein schon, weil das mit Busch irgendwie mit Naturpflanzen und was ja auch viel mit Hexerei oder moderner Hexerei zu tun hat. Kräuterkunde und all diese Sachen. Ja, damit möchte ich mich übrigens jetzt beschäftigen. Freue ich mich sehr. Vielleicht kommen da auch einige Videos mal. Ja, mal gucken. Rotes Buch, rotes Buch. Hat ein positiver Geist mich schon mal bei einer negativen Kommunikation unterstützt oder mir geholfen? Hundertprozentig ist über meinen Boah. Finger als Wort. Das ist krass. Hundertprozentig. Mal eben was anderes. Hörst du das? Ich höre Musik. Nee, das ist irgendein Vieh. Das hört sich an wie Lautsprecher aus AirPods, wie Sound aus AirPods oder so. Nee, ich finde, das hört sich an, als ob irgendwas so ein bisschen zischt. Ah, das könnte aber auch ein Ast sein, der quietscht durch den Wind oder so. Aber nicht so schön, wenn man hier bedenkt, dass wir hier Okay, langsam, merke, was wir schon für Antworten erhalten haben. ja, langsam Dann- wird's creepy. Ja, Ja. ja. Rotes Buch, rotes Buch. Warum habe ich diese starke Verbindung zum Paranormalen? Es war ein blutiger Anfänger. Er war ein blutiger Anfänger. Ich? Wie würdest du das, also, Ja. aber warum? Hast du dich schon immer damit auseinandergesetzt oder erst seit kürzerem? Oder schon seit über 3, 4, 5 Jahren? Naja, also ich habe ja schon viel erlebt, auch als Kind, ne? Und ich wollte mich immer davon fernhalten. Angefangen habe ich das Ganze ja erst mit dir. Und wenn du dich immer davon fernhalten wolltest, könnte man es ja so interpretieren, dass du deswegen ein blutiger Anfänger noch bist. Ja, aber das beantwortet ja nicht die Frage. Nee. Nehme ich so hin. Vielleicht können aber auch die Zuschauer da draußen mal ihre Interpretation zu manchen Antworten, die wir vielleicht nicht richtig deuten konnten, einmal niederschreiben, weil vielleicht habt ihr ja die Lösung für diese Antwort, die wir bekommen haben. Guck Und das K2 geht gerade mit einem ganz komischen Move auf Orange. mal. Ja. Ja, ich glaube, wir sollten weitermachen. Jetzt muss ich mal gucken. Rotes Buch, rotes Buch. Habe ich eine spirituelle Gabe? Ihr. Also ist das Antwort wahrscheinlich für uns beide sogar. Ja, ich wollte nämlich eigentlich die gleiche Frage stellen. Ah, dann brauchst du die gar nicht mehr stellen. Ja, aber... Du kannst sie auch einfach nochmal stellen. Ja, ich würde sie nochmal stellen. Aber ich glaube, die Antwort war schon da. Ja, tatsächlich. Ja, cool. Ich glaube, ich ziehe mir noch mal eben eine Jacke über. Mir ist dann doch ganz schön kalt geworden. Ich hoffe, da ist jetzt keine Spinne dran. Ja, ich mache das auch mal eben, wenn es okay ist. Hier. Die ist ja jetzt noch kälter. Wenn mir eine Spinne über den Dings krabbelt, sagst du mir aber Bescheid, ja? Ja. Okay. Rotes Buch, rotes Buch. Habe ich eine spirituelle Gabe? So eine entspannte zweite. Ja. Seht ihr, ich bin entspannt. Ja, cool. War dann gar nicht so dumm, die Frage nochmal zu stellen. Rotes Buch, rotes Buch. Gibt es Geister, die mich dauerhaft in meinem Leben begleiten?
die Wolken, wie die Wolken langsam näher kamen. Ja. Oder wie die Wolken langsam. Nee, wie die Wolken langsam würde ich. Aber der Satz beginnt mit so stetig. Da, wo du den Finger hattest. Dann ist es wie die Wolken. Ja. Ja. Hast du deine Antwort? Jo. Rotes Buch. Haften aktuell Entitäten an mir? Die einzige Ausnahme. Okay. Was glaubst du, was das heißt? Soll ich mal weiterlesen? Mhm. Die einzige Ausnahme ist meine Frau. Haften so viele an mir. Oder? Die einzige Ausnahme könnte auch heißen, du bist die einzige Ausnahme, dass an dir keine Entitäten haften. Aber Aber- ist seine Frau oder deren Frau? Oder ja, ich weiß nicht, ob ich als deren Frau angesehen werden könnte. Die einzige Ausnahme ist meine Frau. Ich würde das tatsächlich, als ob alle Geisteswesen an mir haften, außer deren Frau. Okay, dann lassen wir das mal so stehen, oder? Weiß ich nicht. Schreibt das gerne in die Kommentare, falls ihr was ihr da seht. She's potentially haunted. Ja. Wir sollten ein neues Drachenblut anzünden. Ja, genau. Wir zünden jetzt mal ein neues Drachenblut an. Das ist nämlich zum Schutz und das ist aus und wir möchten Schutz haben, weil diese Antwort war gerade schon mal nicht mehr so ganz so gut. Ja, wenn es wirklich so stimmt. Vielleicht lieber ein bisschen mehr Schutz. Ja. Okay, hol mal. Ja. Ja, am besten du weißt, wo du dich hingepackt hast. Anzünden, warten bis es brennt. Jetzt brennt's, die Flamme ist größer. So 3-4 Sekunden brennen lassen und dann einmal auspusten. Yes. Okay. Okay. Rotes Buch, rotes Buch. Habe ich schon mal eine Geistergestalt gesehen? Antun? Fragezeichen. Ja. Und davor geht's weiter mit ihr etwas antun. Uiuiui. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht bezogen ist auf dich. Ja, das hoffe ich jetzt gerade auch. Willst du auch den ganzen Satz wissen? Da kommen nur noch 2 Worte zu. Ja. Wird auch sie ihr etwas antun? Sie, ihr. Ist aber Seine eine Frau. Frage. Die nicht an mir haftet. Uiuiui, okay. Lassen wir auch mal erstmal so stehen, glaube ich. Sag mal, hörst du die Geräuschkulisse hier auch, Jan? Ja, ich habe gerade ein ganz komisches Grollen gehört irgendwie. Ich aber auch. Fand ich auch ein bisschen komisch, weil wir sind ja wirklich mitten im Wald. Haben wir das den Zuschauern schon gesagt überhaupt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir sind mitten im Wald. Ja. Ich glaube, die persönlichen Fragen machen es irgendwie Schlimm, ne? schlimmer, habe ich das Okay. Gefühl. Rotes Buch, rotes Buch. Gibt es Geister in meinem Umfeld, die mir aktiv schaden wollen? Schickte Ngana hinaus vor das Dorf, um den Brand zu beobachten. Jetzt kriege ich aber auch Paranoia mit dem Brand. Sounds von links. Ja, von rechts. Von dir rechts, von mir links. Stimmt. Ja, der Dorfälteste schickte Niagara hinaus vor das Dorf, um den Brand zu beobachten. Ich könnte mir damit vorstellen, dass... Oh, mein Herz. Das wird gruselig. Dass die Entitäten, die um mich herum sind, das beobachten, wie andere mir Schaden zufügen wollen. Warum schreit da jemand? Hey, Moment mal. Das ist aber kein... Das ist ein Wolf, oder? Was ist das? Was ist das?
David, ich krieg Angst. Da jagt irgendwas. Ist das ein Tier? Ich weiß es ja, muss ja. Ich habe Angst, David. Das hört sich an wie ein Hund oder so. Nee, ein Hund ist das nicht. Aber was ist das? Auf jeden Fall sind das, ich glaube, es hört sich an, als wenn dieser Waldkauz mit irgendwem Stress hat gerade. Ja. Bei sowas geht mir dann die Pumpe, ne? Das sind die Tiere, wirklich, die Tiere. Das ist verständlich. Oh, wirklich, jetzt geht mir die Pumpe. Hatte ich jetzt eine Frage gestellt? Ja. Ja, okay. Okay, Scheiße. komm, wir machen einfach schnell weiter, dass wir hier Ja, fertig werden. Und wirklich. je schneller kommen wir hier auch wieder weg. Ich weiß nicht, was das ist, David. Ich habe Angst. Aber ein Wildschwein ist das nicht, oder? Nein, ein Wildschwein ist es auf jeden Fall nicht, aber ich habe dieses Tier auch noch nicht gehört. Und ich bin öfter im Wald nachts. Rotes Buch. Habe ich Anhaftungen, die mir Schaden zufügen wollen? Ira. Enden tut der Satz mit ihrer linken Hand. Also mir. Könnte man sagen. Ich bin deine linke und rechte Hand. Hast du irgendwas an deiner linken Hand? Nee, irgendwas Nein. tut irgendwas weh? Irgendwie fühlt es sich anders an? Nee, ne? Nee, ich bin nur richtig da am Zittern wegen dem Geräusch, weil ich nicht weiß, was das für ein Tier ist und ich kann das nicht zuordnen und ich habe ein bisschen Angst wegen dem Rückweg und Ja. so, ne, weil wir müssen da ja wieder, weil da ist ja auf dem Weg ist ja ein Baum umgestürzt, Ja. das habe ich ja noch gar nicht erzählt und dann mussten wir übers Feld und ja, Aber das werden die Zuschauer wahrscheinlich von dir eingeblendet bekommen. genau, ja, beim Intro wahrscheinlich schon. Okay. Ja, ich bin nicht mehr so ruhig, ehrlich gesagt, gerade. Wir sind ja Gott sei Dank bald durch. Okay. 90% der Tiere sind Fluchttiere. Und die anderen? Die anderen sind Angriffstiere. Ja, das ist Nein, schön. Spaß. Rotes Buch. Sind noch verstorbene Verwandte bei mir? Noch ein Käufer. Als sich doch noch ein Käufer fand. Noch ein Käufer, noch ein Verwandter. Es fand sich noch ein Verwandter. Das heißt einer. Stimmt. Wow. Krieg Gänsehaut. Das ist schön. Ja. Rotes Buch. War es Bestimmung, dass ich mich mit der geistlichen, paranormalen Welt auseinandersetze? Genug ist das Wort. Genug. Der ganze Satz ist, dabei musste er fit sein. Der Tag wird sicher wieder anstrengend genug. Okay, man, das heißt, dass man sollte fit und kraftvoll und ausgeschlafen, gut gegessen zu einer PU gehen auch. Glaube ich schon, definitiv. Weil du musst ja auch deine Energie selber schützen. Die zehren ja auch immer viel Dann ist an das dir. vielleicht über Ecken eine Antwort, dass es bestimmt war, dass ich mich mit dem Paranormalen befasse, weil ich darauf achte, fit genug zu sein dafür. Ja. Rotes Buch. Bin ich auf dem richtigen Lebensweg? Er schien reichlich beschäftigt zu sein. Der Lebensweg. Ja, bestätige ich mal. Okay. Ja. Rotes Buch. Warum bekommen Alexandra und ich immer so guten Kontakt bei unseren Untersuchungen zur geistlichen Welt? Ist das geil? Ich muss den Satz vorlesen. Was steht denn da? Die Frage muss so lange gestellt werden, bis eine positive Antwort erfolgt.
Okay. Okay. Das heißt, die wollen uns damit sagen, wahrscheinlich, dass wir immer so guten Kontakt haben, weil wir dafür bestimmt sind. Und es darf keine negative Antwort auf diese Frage geben. Okay. Das klingt cool. Würde ich jetzt so interpretieren, das finde ich sehr, sehr coole Antwort. Oder meinst du musst die Frage nochmal stellen? Soll ich die Nee, ne? nochmal stellen? Einfach so für die... Ich habe Angst, dass für die das Buch uns Wissenschaft? das sagt, bis eine positive Antwort erfolgt, dass es eine Regel jetzt gerade geworden ist Okay, dann- von dem Buch. Dann mache ich es einfach nur, um es zu testen. Sicher zu gehen auch. Okay. Ich habe, ja. Rotes Buch, rotes Buch. Warum bekommen Alexandra und ich so gute Kontakte bei unseren Untersuchungen mit der geistlichen Welt? Mathematiker. Okay, ja. Wir sind Mathematiker. Rotes Buch, rotes Buch. Welcher Ort war bisher am gefährlichsten für uns? Festlichkeiten, rituelle Festlichkeiten. Na super. Das heißt, das hier, rituelle Das hier Festlichkeiten, ist das Gefährlichste. was wir jemals gemacht Haben haben. wir schon mal Ritual gemacht? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Oder zählt Ouija auch als Ritual? Weiß ich nicht. Nicht so wirklich, glaube ich. Das ist eher eine Kommunikationsmöglichkeit. Ja, okay, alles klar. Okay. Rotes Buch, rotes Buch. Welchen Ort sollten Alexandra und ich niemals besuchen für eine paranormale Untersuchung? Größter. Okay, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, wenn ich den ganzen Satz... Soll ich den Satz mal Ja, vorlesen? ja. Hans nahm verzerrt Schritte wahr und versuchte mit größter Anstrengung seinen Kopf in die Richtung des Geräusches zu drehen. Oh, Und welchen Ort wir nicht besuchen sollten für eine paranormale Untersuchung, welcher war der Ort mit den krassesten, größten Geräuschen? Das war das Sanatorium, Ja. wo wir am Tag bei dir waren. genau. Vielleicht Ja. sollen wir diesen Ort nicht noch einmal für eine Untersuchung besuchen. Ich fand es auch tatsächlich sehr bedrohlich und beängstigend, wenn da einfach so eine Wand runterkracht. Wenn man danach fragt. Und dieser Brocken, den ich gesehen habe, der da runtergefallen ist. Das war schon, hätte er uns getroffen, dann Halleluja, wirklich. Also Auch das ist gefährlich. Dieses ganze Feeling ist ja irgendwie auch Ja. total... Es war bedrohlich. Es hat sich nicht gut angefühlt. Oder meinst du das Tier, was wir jetzt gehört haben? Meinst du, das Tier ist bedrohlich? Ja, ich weiß nicht. Aber es kam jetzt nicht als Antwort die Hütte im Wald oder so. Nee, zum Glück. Also- Das mit den Rituellen hat schon gerecht. Rotes Buch, rotes Buch. Sind schon Geister mit uns mitgekommen? Einmal einem Kaffee gekocht. Schon einmal einem Kaffee gekocht. Oh Gott. Was? Was glaubst du, was das heißt? Kurhaus Sand. Kuhhaus Sand, Tee. Tee. Tee angeboten. Tee. Das kann man gleichsetzen mit etwas Stimmt. Das heißt, es ist jemand von Kuhhaus Sand mitgekommen. Zu den Fragen kommen wir jetzt. Was für eine Wendung. Oha. Rotes Buch, rotes Buch. Waren wir im Kurhaus Sand erwünscht oder willkommen? Verzweiflung. Der ganze Satz macht aber wieder Sinn. Erzähl. Die Dunkelheit hüllte
Akinyi ein und ließ ihre Tränen der Verzweiflung verschwinden. Also meinst du damit, dass die Seelen, die da waren, fanden unseren Besuch schön, weil die Verzweiflung dann gegangen ist für den Moment? Das kann sein. Würde ich so jetzt interpretieren, weil Amanda war sehr traurig. Es könnte aber auch sein, dass für einen Moment der Schleier der Dunkelheit sich auf dich gelegt hatte und deswegen du so zu Tränen gerührt warst, die dann aber wieder verschwunden sind. Ja. Oh Mann, ich krieg wirklich Angst. Ich habe das Vieh schon eben gehört, das ist groß. Aber wir sind gleich fertig. Ne? Aber dann müssen wir gucken, ob das Buch uns gehen lässt. Ja, und dann müssen wir auch warten, bis die Kerzen trocken sind. Rotes Buch, ist wirklich ein negatives Wesen vom Kurhaus Sand mit mir mitgekommen? Realität zurück. Kollegin in die Realität zurück. Erneut holte mich meine Kollegin in die Realität zurück. Ja? Würdest du jetzt ja sagen? Könnte heißen, weil du bist ja die Realität, weil du bist real am Leben. Und wenn dir etwas gefolgt ist, nicht. Aber wenn es zurück in die Realität geholt worden ist, weil es dir gefolgt ist, okay. könnte man so sehen. Muss Ja. nichts heißen, aber Ja. Ja. jetzt kommt meine letzte Frage und auch eigentlich eine, die mich am meisten interessiert, da ich diesen Ort sowas wie meine Heimat fast schon nennen kann. Und deswegen stelle ich jetzt die Frage. Rotes Buch. Sind im Haus der Dämonen an der Bahn auch positive Präsenzen vor Ort gewesen oder nur negative, die mit uns gespielt haben? Iren. Ich muss den ganzen Satz. Endlich hat Clarendette den Kopf ihrer Freundin vorsichtig aus ihrem Schoß gehoben und sanft auf den Boden gelegt. Das klingt wie Dämonen. Wenn man den Kopf von jemandem aus dem Schoß hebt und auf den Boden legt, das klingt, als hätte man ihr den Kopf abgetrennt, was ja wiederum negativ wäre. Oder getötet. Oder getötet. Ja. Also wahrscheinlich wurden wir dann immer verarscht, wenn was Gutes da war. Vielleicht. Vielleicht. Hoffen wir mal nicht. Jetzt kommt meine letzte Frage, ne? Deine letzte Frage. Willst du noch einmal tief Luft holen? Ich hoffe, die Frage ist nicht schlimm. Ich weiß sie gar nicht. Doch, die ist schlimm. Okay. Rotes Buch. Waren David und ich bei einer PU schon jemals ernsthaft in Gefahr? Ihren Kopf vergrub sie in ihren Händen. Ja, das heißt, Schlimmes passiert. Also ja. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal auszutreten aus dem Ritual. Ja, das wird hoffentlich Ja. eine schnelle Nummer. Ich hoffe auch. Also der Eintritt, der war ja easy. Ja, mal gucken, ob das Buch uns jetzt gehen lässt. Rotes Buch. Darf ich das Ritual verlassen? Stöhnend. Also ja, aber mit ein bisschen so, Mit ein bisschen Ja. so, Ja, okay. also ja. Ja, du bist draußen. Du hast es geschafft.
Uiuiui, ich habe ein bisschen Angst. Rotes Buch, rotes Buch. Darf ich das Ritual verlassen? Doch Ankeni schlief friedlich und bekam von den Sorgen der Alten nichts mit. Was heißt das? Was soll das jetzt heißen? Da kommt was. Da kommt was. David. Doch. David, ich habe Angst. Nee, guck mal, da fallen Sachen vom Baum. Okay. Da vorne. Was soll das jetzt heißen? Darf ich das Ritual verlassen oder nicht? Das Buch lässt dich friedlich schlafen, also sagt das Buch gute Nacht und Okay. tschüss. Dann bedanke ich mich recht herzlich an die geistige Welt. Danke, dass du uns so schnell den Zutritt verschafft hast und uns auch wieder direkt gehen lassen hast. Ich danke allen Geisteswesen für die Antworten. So, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wir werden jetzt den Weg aus dem Wald zurück suchen. Und hoffentlich treffen wir nicht auf das Ding, was da vorhin so komische Geräusche gemacht hat. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier gerade gemacht haben, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt mich und auch gerne einen Kommentar. Und wir sehen uns auf jeden Fall zu einem nächsten Video. Tschüss. Und hört auch gerne mal bei der Touristen vorbei. Genau, ich würde mich auch freuen, wenn ihr auch bei mir mal vorbeischaut. Denn wir arbeiten ja viel zusammen, aber das wisst ihr ja schon. Ja. Ja. Und jetzt gehen wir nicht auf Geisterjagd, sondern wir machen Jagd auf das Ding im Wald. Nee. Nee. Okay, lass mal zusammenfangen jetzt hier. Und übrigens klang das wie ein Reh, was mit einem Biss in der Kehle da durch den Wald Ich will das nicht hören, ich liebe Rehe. Weil es nämlich dieses Ja, gemacht hat. nee. Kriegen wir das Ding jetzt hier aus? Okay. Heute findet keine gewöhnliche Geisterjagd statt, wie es sonst auf... Willst du mich verarschen? Das lasse ich drin als Outtake. Ja, schäm dich. Räudiger Vierbeiner. Ja. Hallo? Es chillt auch. Bub. Bub, mach Bub. Bub. Hast du nicht aufgenommen?